Die Funktion des Winkelkopfadapters macht die Nutzung des Winkelantriebskopfes einfach und intuitiv. Der Hauptvorteil ist die flexible Verwendung bei verstellbaren Köpfen. Der Einsatz von Winkelköpfen ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit von Werkzeugmaschinen zu erweitern, sodass das Werkzeug in festen Winkeln relativ zur Hauptspindelachse ausgerichtet werden kann. Die Aufgabe der Sinumerik-Option Angle Head Adapter ist es, die Handhabung direkt von der CNC aus einfach und flexibel zu machen. Durch ihren Einsatz lassen sich komplexe Geometrien wie Hinterschnitte und schräge Bohrungen bearbeiten, ohne das Werkstück manuell neu positionieren zu müssen, sodass die Bearbeitung in nur einer Aufspannung mit höherer Effizienz und Präzision abgeschlossen werden kann. Auf dreiachsigen Bearbeitungszentren wäre es nicht möglich, Formen wie die im Bild gezeigten zu bearbeiten. Die Sinumerik-Option Angle Head Adapter integriert und optimiert die Verwaltung von Winkelköpfen direkt in der CNC und macht sie dadurch einfach und flexibel einsetzbar. In diesem Video wird die Bearbeitung einer rechteckigen Tasche innerhalb eines ringförmigen Bauteils gezeigt. Selbst bei der Verwendung von 5-Achs-Bearbeitungszentren wäre diese Position aufgrund von Platzverhältnissen und möglichen Kollisionen zwischen dem Werkstück und der Maschinenstruktur nicht erreichbar. Der Einsatz von Winkelköpfen kann ein dreiachsiges Bearbeitungszentrum potenziell in eine 5-Achs-Maschine mit manuell positionierten Achsen verwandeln. Sobald Sie den Winkelkopf mit Hilfe der Digitaluhr, wie im Video gezeigt, oder der Einstellskala mechanisch kalibriert haben, müssen Sie lediglich die eingestellten Neigewerte in den dafür vorgesehenen Adapterslot in der Werkzeugtabelle eintragen und anschließend durch Programmieren von Zyklus 800 eine neue Arbeitsebene erstellen. Schauen wir uns also an, wo Sie die Winkelköpfe in der CNC-Steuerung eintragen. Sie öffnen die Seite, die zur Werkzeugtabelle gehört. Hier finden Sie den Adapterplatz für Winkelkopfanbauten. In der Nahaufnahme sehen Sie, dass es einen ersten Steckplatz gibt, der die Daten für den Winkelkopf aufnimmt. Darin können Sie die spezifischen Daten für das Werkzeug mit dem Schneidteil eingeben. Durch Drücken der Schaltfläche Weitere Daten in den vertikalen Softkeys öffnet sich der Bildschirm, in dem Sie die Daten für den Winkelkopfaufsatz eingeben können. Schauen wir uns also an, wo die Werte für den Winkelkopf einzutragen sind. Alle linearen Versätze müssen bei neutraler Kopfposition berücksichtigt werden, das heißt mit den Rundachsen auf Nullstellung. Der erste L1-Versatz entspricht dem Abstand zwischen dem Befestigungspunkt des Kopfes in der Spindel und der ersten Drehachse, wie in der Grafik rechts dargestellt. Der Parameter Rotationsachse 1 entspricht dem Winkel, bei dem wir die erste Rotationsachse aufgezeichnet haben, in unserem Fall Achse C bei 60 Grad. Der L2A-Versatz entspricht dem axialen Abstand zwischen der Position der ersten Drehachse und der zweiten Drehachse, wie in der Abbildung rechts dargestellt. Der L2B-Offset entspricht jeder Fehlausrichtung zwischen der Position der ersten Drehachse und der zweiten Drehachse. Der Parameter Rotationachse 2 entspricht dem Winkel, bei dem wir die zweite Drehachse aufgezeichnet haben. In unserem Fall ist die Achse B auf minus 86 Grad eingestellt, wie die digitale Anzeige in dem Video zeigt, das wir zuvor gesehen haben. Der letzte lineare Versatz L3 ist der Abstand zwischen der zweiten Drehachse und dem Werkzeugaufnahmepunkt mit dem Schneidteil, dessen Daten in der Werkzeugtabelle definiert sind. Der gezeigte Dateneingabebildschirm ist für den Maschinenbediener sehr praktisch und intuitiv. Wenn es jedoch spezielle Anforderungen gibt, ist es auch möglich, den Vollbildschirm mit allen Daten zu Werkzeugachsenversatz und Vektorausrichtung zu verwenden. Zum Beispiel, um alle geometrischen Versätze des Winkelkopfs präzise und vollständig zu kompensieren, wie im Beispieldiagramm gezeigt. Die in der Ruheposition des Winkelkopfs deklarierten linearen Abstände werden im Raum von der Funktion Angle Head Adapter auf Basis der angegebenen Drehwinkel neu berechnet und der Kontrollpunkt wird anschließend wieder zur Werkzeugspitze zurückgeführt. Die Ausrichtung im Raum wird ebenfalls automatisch neu berechnet. Schauen wir uns die Programmierung an.
Zunächst muss das Werkzeug, das in den Schlitz des Winkelkopfs eingesetzt ist, direkt ausgewählt werden. Klarer gesagt, Sie rufen das Werkzeug mit der Schneide auf. Als nächstes wird mit Cycle 800 eine neue Arbeitsebene programmiert, die die im Werkzeug definierte Orientierung berücksichtigt. Wenn die Winkel identisch, aber mit umgekehrtem Vorzeichen zu denen des Winkelkopfs eingestellt werden, werden die Rundachsen der Maschine nicht verfahren, weil sie bereits der Werkzeugorientierung entsprechen. Im Beispiel zur Bearbeitung einer kreisförmigen Tasche, das wir gleich sehen werden, haben wir eine zusätzliche Schwenkung der C-Achse, die daher in Cycle 800 auf 0 stehen bleibt. Am Ende des Bearbeitungsprozesses wird die Arbeitsebene deaktiviert. Im Video sehen Sie die Bearbeitung mit einem Winkelkopf, bei der das Werkzeug mit zwei Neigungen eingestellt ist, wie zuvor beschrieben. Eine Drehung um 60 Grad relativ zur Z-Achse und eine Drehung um 86 Grad um die neue X-Achse. Zyklus 800 erzeugt die Ebene senkrecht zur Werkzeugachse und der Kreistaschenzyklus funktioniert genauso, wie er es mit einer konventionellen Spindel tun würde. Beachten Sie, dass Sie bei Bedarf die Traori-Befehle in Kombination mit ToeFrame für jegliche Rückzüge verwenden können, auch manuelle. Das liegt daran, dass die Funktion Angle Head Adapter die exakte Ausrichtung des Werkzeugs anhand der in der Tabelle angegebenen Daten ermittelt. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Funktion des Winkelkopf-Adapters. Sie erweitert die Fähigkeiten und Vielseitigkeit von Werkzeugmaschinen. Sie verkürzt die Rüstzeit und reduziert Werkzeugwechsel oder Umpositionierungen. Es ermöglicht die Bearbeitung komplexer Geometrien, wie etwa Hinterschneidungen oder schräge Bohrungen, ohne das Werkstück manuell neu positionieren zu müssen. Es integriert sich und erleichtert die direkte Verwaltung der Köpfe in Sinumerik. Damit werden Bearbeitungsvorgänge möglich, die zuvor nur auf Maschinen mit mehr Achsen möglich waren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Tutorial.